Steht dein Angebot noch? Natürlich. Wenn ich bei Max lande, sind wir gleichberechtigte Partner. Mhm. Ansonsten arbeitest du für lau. Also gut. Deal? Deal. Ich fasse es nicht. Kennst du ihn anders? Kaum bist du weg, hat er eine andere. Müssen wir uns das anschauen? Pepper, halt die Klappe. Pepper findet das auch abartig. Schau mal, ich bin noch eine gute Partie. Zumal jetzt mit meinem eigenen Shuttle-Service. Ja, klar. Hey, Max kann sie richtig glücklich schätzen, wenn sie einen mit dich abkriegt. Aber ihr musstet dich allerdings ein bisschen ins Zeug legen, Daddy. Naja, lass uns mal lieber gehen, ehe mir noch der Appetit vergeht. Tut mir leid, aber ich kann nicht mit dir essen gehen. Ich habe gerade von den leckersten Häppchen der Welt genascht und die kann kein Restaurant toppen. Die leckersten Häppchen der Welt, die gibt's morgen bei der Einweihung von Bayenbach. Er macht nämlich Max höchstpersönlich für mich. Dann habe ich genau die gerade probiert. Ach. Und darf ich auch fragen, wo? Bei uns in der Küche. Gregor hat Max eingeladen, bei uns zu kochen. Findet ihr nicht auch, die beiden wären ein schönes Paar? Ja, also, ich drück Gregor jedenfalls die Daumen. Ich habe dich gesehen. Wenn das dein Chef wüsste. Was Beinbach nicht weiß, das... Oh. Diese Auberginencreme, Was ist damit? die steht dir äußerst gut. Wo denn? Darf ich? Mein Essen hat heute irgendwie eine komische Wirkung. Ich geh mal die Spülmaschine einräumen. Und ich gehe dann mal. Danke für deine Hilfe. Hi, Maxi. Hallo. Ich wollte mir von Vanessa einen Kuli leihen. Meine Schmiernadel unterschreiben gar nicht. Ach, und in der Kneipe gab's auch keine mehr, ja? Hier, die können hier nicht bleiben. Gregor wirft sie runter oder isst sie auf. Guck mal, der Kuli. Danke. Ich bin dann weg. Und morgen pünktlich, ja? Du könntest dich ja auch zur Spülhilfe umschulen lassen. Mach dir nichts draus. Super Idee. Wenigstens seid ihr nicht mehr zusammen.
Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich wollte dich eigentlich aufmuntern. Lass es einfach. Ich hasse ihn. Ich auch. Bist du auch so geschafft? Jetzt sag nicht, dass du gleich schlafen willst. Ich gehe mal zu Max. Okay. Und wehe, du bist nicht mehr wach, wenn ich hochkomme. Hi. Kannst du nicht schlafen? Weiß nicht. Hab's noch nicht versucht. Ich versuche gerade, an nichts zu denken. Und woran willst du nicht denken? Denkst du an mich? Willst du eine ehrliche Antwort? Du hast recht. Ich habe versucht zu schlafen. Ging aber nicht. Und der Grund dafür ist nicht zufällig ein Mann. Nein. Wie kommst du denn darauf? Naja, unter unseren Gästen gibt's ja schon das ein oder andere nette Exemplar. Keine Ahnung. Mir ist noch niemand Besonderes aufgefallen. Glaubst du, Andi ist schlecht geworden? Kommst du denn darauf? Na, er ist seit Stunden nicht vom Klo zurück. Also wenn er mit dieser Frau abgezogen ist, dann ist ihm ganz bestimmt nicht schlecht geworden. Wie, du meinst die Hat beiden? Nico dich beauftragt, Andi zu beschatten oder was? Schwachsinn. Also, ich finde das nicht okay, dass Andi seine Bekanntschaften auf unserem Sofa vernascht. Wir müssen uns mal zusammensetzen und über strengere WG-Regeln sprechen. Ja. Ja. Seid ihr böse auf mich? Wie kommst du denn da drauf? Nur weil du uns ausgesperrt hast? Habt ihr euch denn wenigstens unterhalten? Wir wurden von jemand anderem unterhalten. Mit einem sehr schlechten Programm. Ja. Andi und so eine Tussi, die waren hier. waren tatsächlich hier? Wenigstens hast du das nicht geplant, immerhin. Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Andi eine Frau nach oben abschleppt. Kannst ja auch nichts dafür. Das war alles nur ein blöder Zufall. Jana. Danke. Schon okay. Es tut mir leid, dass ich so fies zu dir war. Hey, das geschieht mir ganz recht. Ich war ja auch nicht gerade nett zu dir. Kein Typ auf der Welt ist es wert, dass ich meine Schwester verliere. Vor allem nicht so ein Arsch wie Andi. Ab jetzt kommt kein Mann mehr zwischen uns. Versprochen? Versprochen. Haben wir gut gemacht, was? Warum tauchst du auch hier mitten in der Nacht auf? Kannst du mir vielleicht erklären, was los ist? Jetzt pass mal auf. Es geht um eine Wette. Wenn Gregor es schafft, Max vor mir ins Bett zu bekommen, dann wird er Teilhaber am Shuttle-Service. Wenn ich die Wette gewinne, dann arbeitet er bei mir für lau. Ja, was soll das denn? Dann stell dich doch ein bisschen an. Ja, bist du jetzt sauer oder was? Na, warte. Hast du gestern noch ein Auge zugekriegt? Klar. Wie meine Oma immer sagt, denk an was Schönes und du schläfst ruckzuck ein. Hi, Max. Hi. Gregor hat erzählt, ihr hattet richtig viel Spaß gestern. Hat er das gesagt? Ja, er hat richtig von dir geschwärmt. Und von deinen Kochkünsten natürlich. Ich fand Gregor gestern auch ausnahmsweise nett. Sogar erstaunlich nett.
Glaubst du etwa, er steht auf dich? Hast du dich gar nicht gefragt, warum Gregor dich so anbaggert? Gregor hat mit meinem Dad darum gewettet, wer dich als Erster ins Bett kriegt. Das ist absurd. Gewinnt Gregor, wird er Daddys Teilhaber und gewinnt mein Dad, wird Gregor sein Sklave. Würdest du dich bei solchen Aussichten nicht auch ins Zeug legen? Gregor würde niemals so eine idiotische Wette abschließen. Man merkt, du kennst ihn schlecht. Gregor ist nicht scharf auf dich, sondern nur auf seinen. Ich meine natürlich Daddys Hubschrauber. Blödsinn. Und hier ist mein Schmuckstück. Sie werden in ganz Nordrhein-Westfalen keinen zuverlässigeren und keinen günstigeren Shuttle-Service finden als meinen. Preis, Leistung. So, und jetzt lassen Sie uns anstoßen. Wollen wir da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben? Wo haben wir denn deiner Meinung nach aufgehört? Etwa hier. Oder woran hast du gedacht? Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob du mir nicht noch eins von deinen tollen Rezepten verraten möchtest. Deine Häppchen sind ein Gedicht. Du hast wirklich großartige Arbeit geleistet. Komm, entspann dich erst mal. Ich muss vom Berufswegen Häppchen essen. Aber diese, unheimlich lecker. Es freut mich sehr, wenn es Ihnen schmeckt. Ah, hat sie dich nicht rangelassen? Ehrlich gesagt halte ich deine Wette inzwischen für ziemlich bescheuert. Ach ja? Ja. Gut, dann macht sie ja sicher nichts aus, wenn du mir mal eine Weile das Feld räumst und mir Mäxchen überlässt. In meinem Pensionszimmer müsste ein Päckchen abgeholt werden. Warte, ich komme mit. Schon gesehen? Lag unter der Couch. Ja, Andys T-Shirt. Also wenn das dann die Chica war, dann hat er wahrscheinlich seinen One-Night-Stand nicht überlebt. Ach du Scheiße. Ja. Morgen. Morgen. Hi. Und, alles klar bei dir? Was glotzt ihr denn so? Ja, willst du uns jetzt freiwillig erzählen, was gestern Abend abgegangen ist, oder müssen wir dich zuerst foltern? Hä? Wer war das? Pepper? Ich glaube, Pepper mochte Bianca nicht. Ah, Bianca also. Aber du stehst auf Bianca? Nee, nicht wirklich. Im Gegenteil, ich fühle mich jetzt mies. Warum denn mies? Du bist Single. Du kannst so viele Biancas haben, wie du willst. Will ich aber nicht. Was willst du nicht? Biancas will er nicht. Ach, und warum bist du dann gestern über sie hergefallen in der WG? Woher weißt du das? Tja, von der Dachterrasse aus hat man, so wie man hört, einen sehr guten Blick. Wer war auf der Dachterrasse? Jana und Nico. Wenn Bert meinen Hubschrauber hätte, würde ich alles daran setzen, ihn mir wiederzuholen. Also da wäre mir jedes Mittel recht. Soll ich dir was sagen? Wer spielt, muss auch verlieren können. Ja, ich hol mal das Paket. Wartest du hier unten? Du kennst doch Gregor ganz gut. Ist er ein Typ, der mit Frauen spielt? Ihr bereitet ja also die schlaflosen Nächte. Wie oft denn noch? Ich habe bestens geschlafen. Na, zufällig weiß ich das ja besser. Vanessa sagt, Gregor hat gewettet, mich vor Bernd ins Bett zu kriegen. Was?
Auf sowas würde Gregor sich nie einlassen. Und wenn das von Vanessa kommt, dann musst du das auch gar nicht so ernst nehmen. Du meinst, Vanessa hat sich das ausgedacht? Klar, kann gar nicht anders sein. Die denkt sich ständig so ein Zeug aus. Warte mal, eine Beziehung? Also, ehrlich gesagt, will ich jetzt gerade keine. Nein, ich fand es doch auch schön mit dir. Hör zu, Bianca, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren. Telefonieren? Genau. Ja, tschüss. Das ist jetzt nicht so, wie du denkst. Ach nein? Hätte ich geahnt, dass ihr auf der Dachterrasse seid, dann wäre das hier bestimmt nicht passiert. Du meinst, dann wäre es woanders passiert. Dass wir dich von der Dachterrasse aus gesehen haben, das war Pech. Auf jeden Fall für Nico. Das klingt jetzt wahrscheinlich für dich lahm, aber ich habe wirklich geglaubt, dass es mir danach besser geht. Das ist lahm. Und, geht's dir besser? Das überrascht mich nicht. Jana, es tut mir leid. Andi, mir ist das ziemlich egal, was du treibst. Und Nico... Was ist mit Nico? Was soll schon mit Nico sein? Wo ist jetzt Max? Die hat rausgefunden, dass du gewettet hast, sie vor Bernd ins Bett zu kriegen. Was weiß sie von dieser Wette? Gregor, das ist nicht wahr. Du hast nicht wirklich mit Bernd gewettet. Das war Bernds Idee. Ich leg meine Hand für dich ins Feuer und schieb alles auf Vanessa. Ich habe dich vor Max gerade als Engel dargestellt. Ich weiß, diese Wette ist bescheuert. Warum machst du dann mit? Lass es mich erklären. Ich hab sie. Coole Jacke. Los, wir müssen zurück. Seit du das Paket geholt hast, ist deine Laune im Eimer. Ich bin mit meinen Gedanken gerade woanders. Wo denn? Da drüben. So, Entschuldigung, bitte kurz, ja? Ich muss mit dir reden. Bist du denn eigentlich wahnsinnig? Ich war mitten in einem Kundengespräch, falls es dich interessiert. Nein, es interessiert mich nicht. Diese absurde Wette. Ich will, dass wir sie abbrechen. Ja, du willst vielleicht, aber ich will nicht. Ich muss schon sagen, ein bisschen mehr Sportsgeist hätte ich schon von dir erwartet. Aber bitte, wenn du unbedingt abbrechen willst, ich bin der Letzte, der dich davon abhält. Ab morgen arbeitest du kostenlos für mich. Du bist so ein Arschloch. Mein Schlüssel bitte. Und das Paket, was du vorhin mitgebracht hast, würdest du das bitte auspacken und den Inhalt aufhängen? Was ist damit? Damit hat Andi meine Skizze gezeichnet. Na dann weg damit. Ich dachte, ich hätte ihm alle Klamotten wiedergegeben. Ich habe Monate nach der Trennung noch Kram von ihm gefunden. Es zerreißt mir das Herz. Was soll da Nico erst sagen? Das ist ja, was mich so fertig macht. Am besten, du legst deine wahren Gefühle offen auf den Tisch. Hat er doch schon. Nico war nicht gerade begeistert, dass er nicht nur auf sie, sondern irgendwie auch immer noch auf Jana steht. Du hast recht, das ist Mist. Ja. Ist dir egal, was ich tue, es ist irgendwie immer falsch. Ziemlich vertrackt das Ganze.
Ich weiß gar nicht, warum ich mal so auf Andi stand. Ich wünschte, das könnte ich auch von mir behaupten. Ja, aber du hast wenigstens kapiert, dass er das nicht wert ist. Wir werden keinen weiteren Gedanken an ihn verschwenden. Ich ertrage nicht, dass Nico und Jana mich verachten. Das hilft alles nichts. Du musst mit ihnen reden. Reden. Okay. Danke, Jungs. Fasten your seatbelts and get ready for Beinbach Air. Max, ich muss dir was beichten. Du hast sicher gemerkt, dass ich mich gestern Abend an dich rangemacht habe. Naja, das war nicht uneigennützig von mir. Sag es nicht. Ich habe mit Bernd gewettet, wer dich als Erster ins Bett kriegt. Es muss 1000 Fotos von uns geben. Ja, 1000, auf denen du oder ich bescheuert aussehen. Sag das nochmal. Auf jeden Fall sehen wir besser aus als Andi. Störe ich euch? Was fällt dir ein, hier einfach so aufzukreuzen? Ihr könnt mich rausschmeißen, aber hört mich bitte vorher kurz an. Ich habe Mist gebaut. Großen Mist. Du, die Tür ist offen. Hast du die aufgemacht? Könnt ihr mir vielleicht noch eine Chance geben? Das war der Wind. Der Wind? Natürlich. Gott sei Dank ist niemand gekommen, der blöd rumquatscht. Wollen wir rausgehen? Das könnt ihr doch nicht machen. Und ich dachte, du bist nur ein harmloser Macho. Aber du bist das Mieseste, was mir je begegnet ist. Hast du dich denn nicht gefragt, wie ich mich dabei fühle? Du hast ja recht und es tut mir wirklich leid. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Jetzt warte doch! Ich hatte den Eindruck, dass ich gestern kurz davor war, die Wette zu gewinnen. Du musst zugeben, das hätte ich auch ausnutzen können. Was willst du? Eine Ehrenurkunde? Gregor Mann hat Max Frei nur beinahe flachgelegt. Nein, natürlich nicht. Ja, was willst du dann? Dass ich Bernd sage, dass du mit mir im Bett warst? Damit wäre dir doch geholfen, oder? Wenn du ihm das erzählen würdest, dann wäre ich tatsächlich alle meine Probleme los, ja?